Hallo, ich bin's, der Master. Willkommen im wahrscheinlich schönsten Flur Mannheims. Kommt mit! Hey, wir sind jetzt hier direkt im Herzstück meiner Wohnung, und zwar meine grüne Diele hier. Also was mich als erstes hier fasziniert hat, war diese Weite. Ich kam hier rein und ich als Kind vom Dorf brauche Natur, und ich fand es so schön, die Natur von außen mit reinzunehmen. Und wir haben hier im Hinterhof so einen schönen Baumbestand, und den mit in diesen Raum zu nehmen, das war eins meiner Lieblingsprojekte hier. Ich habe jetzt hier in diesem Raum so ungefähr 100 Pflanzen, von Kletterpflanzen zu schönen Hängepflanzen. Und angefangen hat das Ganze vor ungefähr 5 Jahren, als ich hier eingezogen bin. Ich muss sagen, in Corona war das auch ein super wichtiges Hobby für mich. Für mich ist bei den Pflanzen super diese Ästhetik. Ich liebe die Ästhetik von Pflanzen, ich liebe dieses satte Grün. Ist für mich auch künstlerisch ein super tolles Fotoobjekt. Man kann damit spielen, man kann damit arbeiten, und es ist auch so schön, die Pflanzen zu beobachten, wie sie wachsen. Also von diesen ganz kleinen Pflanzen zu diesen großen Kletterpflanzen, die ihr hier seht. Und ich würde mich gar nicht selber so als Pflanzenexperte oder als Pflanzennerd bezeichnen. Ich finde einfach nur, dass es ein wunderschönes Stilmittel ist, und es beruhigt mich, ja. Vom Flur geht es jetzt direkt in meine Küche, kommt mal mit. Diese Küche habe ich ungefähr für 80 € aus einem Second-Hand-Kaufhaus gefunden. In der letzten Ecke stand sie. Mit Freunden zusammen haben wir die Küche dann hergebracht, einmal aufgebaut, und die Küche hat ein paar Details. Auch die Pflanzen kommen bis in meine Schränke rein. Diese Uhr hier, das ist eine kleine Kindheitserinnerung von mir. Die hing in der Werkstatt von meinem Opa, und als der verstorben ist, ist das eins der Elemente gewesen, die ich aus dem Haus mitgenommen habe. Der Raum ist für mich total cool, weil ich auch den Blick in den Flur wieder direkt habe. Und ja, ich liebe das einfach, dass ich hier auch diese Durchreiche habe, dass ich hier einmal, wenn ich Gäste habe, die hier reinholen kann, ihnen einmal sagen kann, hey komm, helft mir, wir machen was Schönes zusammen. Genau, also ein Raum, der gesellig ist für mich, auf jeden Fall. Kommt mal mit, ich zeige euch noch was. Eine meiner Lieblingspflanzen hier, die Syngonium albovariegata. So viel zu, ich bin kein Pflanzennerd. Ein paar Namen kennt man nach ein paar Jahren. Diese Pflanze war auf Social Media oder ist auf Social Media immer noch total die Trendpflanze wegen diesen ganzen Weißanteilen. Total gefragt, und pro Steckling zahlt man hier einiges an Geld. Darum bin ich umso mehr stolz, dass nach ungefähr 2 Jahren die Pflanze doch ungefähr so groß wie ich ist. Die Pflanzen zu gießen braucht ungefähr 20 Minuten. Ich habe einmal einen Timer sogar gestellt. Im Sommer braucht es ungefähr 2- bis 3-mal die Woche und im Winter einmal die Woche. Wenn ich im Urlaub bin, habe ich Gott sei Dank sehr, sehr gute Freunde, die für mich diesen Job hier übernehmen. Einmal hat sogar eine Freundin eine Live-Übertragung gemacht, war ungefähr 2 Stunden hier unterwegs in meinem Flur und habe Pflanze für Pflanze gegossen. Und ja, bin ich sehr froh drum, dass ich da so eine gute Hilfe habe und auch Freunde, die Pflanzen lieben wie ich. Willkommen in meinem Esszimmer. Ich liebe diesen Raum. Vor allem auch diese Stühle.
Die habe ich jeweils aus einem Second-Hand-Haus in der Schweiz mit meiner Mutter auf einer großen Tour erworben. Und ja, wie man hier auch merkt, ich liebe so ein bisschen Dinge sammeln. Von Pflanzen zu schönen Möbeln, zu Schallplatten. Ein anderes Hobby von mir neben den Pflanzen. Hier einmal mein absoluter Favorite, meine erste Pflanze, mein Ficus. Der war ungefähr so groß, hat hier 2 Arme bekommen und wächst jetzt einmal komplett durchs Esszimmer durch, hoffentlich. Was ich euch auch noch zeigen will, diese Sessel hier, ist meine absolute Lieblingsecke. Am Morgen hier ein Kaffee. Vor allem diese Sessel haben 15 € gekostet, auch aus dem Second-Hand-Haus. Absoluter Glücksgriff gewesen. Hier habe ich was ganz Neues. Erinnert mich ein bisschen auch an meine Heimat. Und wie ihr vielleicht schon etwas hört, mein Dialekt kommt von der Grenze zur Schweiz. Ich denke mal, das sind die Alpen, finde ich ziemlich cool. Und auch die Farben passen wieder recht gut zu meinem Flur und zu meinem Esszimmer. Ich liebe Grün und Blau. Von Flur habe ich mehr als genug. Hier ist noch mal eine kleine Ecke Flur. Hier befindet sich mein kleines Duschbad. Hier dusche nicht nur ich, sondern auch meine Pflanze. Kommt einmal mit um die Ecke. Und wen wundert's? Hier gibt's noch einen Flur. Ich fotografiere extrem gerne. Das ist ein Teil meiner Masterarbeit gewesen. Da habe ich verschiedene Gesichter, Porträts fotografiert. Hier in dem Flur habe ich ein paar coole Deko-Objekte, auch dieser Industriepfeil. Das war aus meiner Zeit in Stuttgart, als ich Minijobber war in der Modebranche. Haben wir einmal das Schaufenster natürlich gewechselt auf den Winter hin und ich bekam diesen einmal mit, bin quer durch die Stadt auf dem Rücken, hatte ich diesen Pfeil und dann hat es tatsächlich der Pfeil bis in meinen Mannheimer Flur gefunden. Hier habe ich noch was ganz Cooles, das ist aus meiner Bachelorarbeit, auch schon eine ganze Weile her. Ich habe eine gewisse Vorliebe natürlich auch für Kunst, das liegt an meinem Studium. Ich habe Kunst und Medien studiert und das hier sind Plastikmesser. Die wurden einmal geschmolzen mit einem Bauföhn und einmal mit schwarz lackiert. Jetzt geht es einmal weiter in mein Schlafzimmer. Was euch hier bestimmt direkt auffällt, keine einzige Pflanze. Ich hatte früher extrem viele Pflanzen im Schlafzimmer, über meinem Bett gehängt. Aber ich hatte nachts wirklich Probleme zu schlafen. Ja, ich bekam fast keine Luft. Die haben alles weggenommen. Somit im Schlafzimmer keine Pflanzen, aber Kunst. Hey Leute, los geht's, der letzte Raum für diese Tour. Ich stehe direkt unter meinem 3-Euro-Kronleuchter, auch aus dem Second-Hand-Haus. Absolutes Fundstück gewesen, wo ich mich super drüber gefreut habe. In der Ecke haben wir meinen Sekretär. Den habe ich von einer sehr guten Freundin bekommen. Ab und zu, wenn ich auch mal im Homeoffice arbeite, sitze ich hier und klappe hier meine Unterlagen auf. Es ist ein Hobby, ja? Es ist ein Bedürfnis. Also wenn ich unterwegs bin und mir verschiedene Möbel oder Dekoobjekte suche. Dieses perfekte Objekt zu finden, also nicht jeder Schrank, nicht jedes Regal, nicht jede Pflanze muss in meine Wohnung rein. Es muss passen und genau da ist der Kick dabei. Schöne Dinge zu finden, die passen. Ja, Secondhand, Leute, Secondhand.
Ja, in dem Raum habe ich noch mal ein paar Pflanzen. Das ist auch mein Quarantäneraum hier. Hier kommen neue Pflanzen hin, weil ich will nicht, dass ein Befall vorne in den Flur kommt. Eine Pflanze mit einem Schädling würde meinen Flur zerstören. Drum sind die erstmal hier. Ein paar dürfen auch hier bleiben. Gerade die größeren würden gar nicht vorne hinpassen. Hier haben wir noch auf einem meiner Lieblingstischchen, schön wackelig, aber auch eine Rarität, auch ein Philodendron, ein Imperial Gold oder Orange, ich weiß es gerade nicht mal genau. Auf jeden Fall eine Pflanze, die ich sehr gern habe. Und ich finde auch, damit zu spielen, auf sowas Fragilem, so eine große Pflanze zu setzen, ist eine coole Sache. Von dieser schönen Pflanze aus möchte ich noch einmal umswitchen zu einem sehr schönen Bild, das mir super viel bedeutet. Das ist noch von meinem Opa, aufgenommen im August 73. Das bedeutet für mich extrem viel. Man sieht hier einmal das Matterhorn. Es ist eine Heimatverbundenheit für mich. Und von meinem Opa habe ich die Vorliebe für Fotografie und auch für Pflanzen, weil bei ihm im Garten habe ich angefangen mit dem Ganzen. Das hier ist meine absolute Traumwohnung. Wir sind hier in der Stadt und trotzdem habe ich es hier so grün um mich rum. Mein absoluter Wohlfühl-Space. Ich komme hier runter, ich genieße es hier abends, meine Pflanzen zu gießen und ich bin total stolz drauf, mir so einen Traum in der Stadt hier verwirklichen zu können. Hey Leute, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Tour durch meine kleine grüne Oase hier gefallen. Wenn ihr noch weitere tolle Wohnungen und coole Häuser sehen wollt, dann klickt hier auf die Videos und folgt diesem Kanal. Ciao und Grüezi!